Ich bin in Indien geboren. Ich war früher mal bei Apple Computer und habe auch noch nie in meinem Leben auf Windows gearbeitet. Idealist oder Realist? Der Olli nimmt den Idealisten und ich bin den Realisten wahrscheinlich. Ich denke, dass ich sehr unkonventioneller Hoteldirektor war. Zwar natürlich in Anzug und Krawatte und immer frisch gebügelt, aber ich habe immer nach anderen Lösungen gesucht, auch für die Hotelbranche. Habe jetzt ein Unternehmen gegründet, die Carmaqua, und vertreibe Wasser. Overcommitment leads to bankruptcy. Eine Innovation ist es nur dann, wenn es im Markt ankommt. Sonst war es Spielerei. Wasser ist teilweise belastet mit Nitraten, mit Hormonen, mit Antibiotika und so weiter. Die Menschheit wird das Solarsystem verlassen, weil wir Entdecker sind, 300 Jahre oder 14. Das heißt ja nicht, dass wir unseren Plan A kaputt machen müssen, sondern das heißt doch nur, dass wir umso mehr wissen, wie besonders unsere Erde ist. Alles, was wir auf der Erde geschenkt bekommen haben, müssen wir mühsamst auf dem Mars technisch herstellen. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Meet My Green Plus One. Heute unter dem Motto Reach the Stars. Heute freue ich mich ganz besonders über Frank Salzgeber, der nämlich Head of Innovation und Ventures bei der ESA ist. Und Frank, es wäre super, wenn du dich mal mit 1-2 Sätzen kurz selbst vorstellen könntest. Judith, vielen Dank und erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde das ja extrem spannend, auch ein ganz spannendes Format. Mein Name ist Frank Salzgeber, Head of Innovation and Venture. Das klingt ganz toll. Und die Europäische Raumfahrtagentur macht natürlich nicht nur Raketen oder wir schicken Astronauten ins All, sondern die größten Teile unserer Arbeit ist wirklich für die Leute auf dem Boden. Das heißt, die Satellitenschüssel auf eurem Dach, aber auch die Navigation im Handy bis hin zum Wetterbericht, das ist die Erdbeobachtung. Und eigentlich das sind so die 3 großen Themen, die wir haben: Navigation, Telekommunikation und Earth Observation. Und das bildet eigentlich den Backbone unserer digitalen Industrie. Ich selber habe eine Historie. Ich war früher mal bei Apple Computer bis 2000. Also bin eigentlich wirklich ein Computermensch und habe auch noch nie in meinem Leben auf Windows gearbeitet, muss ich dazu sagen. Kann es leider auch gar nicht. Meine Kinder fragen mich über Sachen, die ich nie beantworten kann. War dann selber in einem Startup, habe ein Startup hochgezogen bis 350 Leute. Das ist verschmolzen worden mit einem Börsenunternehmen. Und 2003 hat die ESA mich eingekauft als Head of Commercial Development of Human Spaceflight and Exploration. Also ich habe mit den Astronauten zusammengearbeitet. Und ich dachte mir, Mensch, du warst bei Apple, Steve ist inspirierend. Astronauten, das ist doch dasselbe. Und dann habe ich ja später festgestellt, wo ich dann gelandet bin, in einer multistaatlichen Organisation mit 22 Mitgliedsländern und darunter Kanada. Und seitdem kümmere ich mich um Startups. Ja, wir unterstützen 220 dieses Jahr, Hightech-Startups. Den Technologietransfer habe ich sehr lange gemacht und wir kümmern uns auch jetzt um die Applikation. Also ich sage immer, ich bin der Chef des Recycling Office. Ich schaue, dass das, was investiert in die Raumfahrt, wieder ankommt an die normalen Bürger und die Industrie, und das machen wir relativ erfolgreich. Sehr schön. Ich freue mich schon auf ein Wortpaar, was ich dir stellen werde zu der letzten Aussage. Aber Frank, was uns viel mehr interessiert, wer ist dein Plus 1 und warum? Den seht ihr ja schon, den Oliver Martin, den kenne ich relativ lange schon. Wir haben uns eigentlich getroffen in einer kleinen Stadt im Allgäu in Bayern, Bad Wörishofen heißt diese. Und Olli ist ein Deutschschweizer, der in Kalkutta geboren ist, ja, wahrscheinlich nicht so oft, und hat im Ausland gelebt, als junger Mensch schon, und das hat mich beeindruckt. Mein Vater war viel im Ausland, ich war sehr oft bei ihm, und man kriegt eine andere Sichtweise. Ja, bei uns in der Gegend im Allgäu heißt, die Welt ist schon groß, sie geht bis weit hinter Camp. Das beschreibt vielleicht so ein bisschen die Leute. Und Olli damals hat einen Werdegang eingeschlagen, auch international, er ist Hoteldirektor geworden, und ich habe immer versucht, ihn zu besuchen in seinen ganzen Locations. Und das hat mich, diese Passion, die er hatte als Hoteldirektor für diese 3 Hotels, die haben damals Wasser recycelt schon. Er hat damals 15 Kilometer ein Powerline gezogen, weil er gesagt hat, das kann nicht sein, dass ich meinen Strom mit Diesel generiere. Und das war 15 Jahre her. Also das sind so Sachen, man findet manchmal Gleichgesinnte im Geiste, und das ist sehr selten, und das macht extrem Spaß, vor allem wenn man einen aus einer anderen Branche das hat, weil aus der eigenen Branche, das ist interessant, aber die Innovation entsteht ja eigentlich, wenn man sich trifft und sagt, das ist total verrückt, du kommst aus einem ganz anderen Universum, und dann fängt dann das Reiben, dieses gemeinsame, verrückte, Neugierige an, und das habe ich mit Oliver, und das ist ganz schön. Herzlich willkommen, das war ein toller Einstieg für dich. Möchtest du was ergänzen, beziehungsweise kannst du noch mal ein bisschen
bisschen genauer ausholen, wer du bist? Ja, ich bin im Ausland aufgewachsen, genauer gesagt in Indien geboren. Mein Vater war berufstätig dort und bin dann als junger Mensch erst mit 13 nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern, weil dieses Auslandsassignment dann eben vorbei war. Und dann habe ich Frank kennengelernt mit 14. Natürlich durch mein Aufwachsen habe ich auch einen Beruf finden wollen, wo ich die Welt sehen kann. Und was war damals naheliegender, als Hoteldirektor zu werden? Ja, und so bin ich Hoteldirektor geworden mit der nötigen Ausbildung dazu und ja, bin dann verschiedenst auf der Welt umhergewandert. Also Indien, Jordanien, New York, Malediven, Karibik und so weiter. Natürlich auch Deutschland, Berlin, Hamburg, München und das ist so mein Werdegang, was ich in meinem früheren Leben gemacht habe. Und weil mich natürlich immer Sachen interessiert haben und ich denke, dass ich sehr unkonventioneller Hoteldirektor war, zwar natürlich in Anzug und Krawatte und immer frisch gebügelt, aber ich habe immer nach anderen Lösungen gesucht, auch für die Hotelbranche. Habe jetzt ein Unternehmen gegründet, die Carmaqua, und vertreibe Wasser. Ganz banal und simpel, aber es ist was ganz Fantastisches, es ist was ganz Besonderes und das mache ich jetzt. Sehr schön, vielen Dank. Ich würde sagen, wir lassen die Spiele beginnen mit Idealist oder Realist. Der Olli nimmt den Idealisten und ich nehme den Realisten wahrscheinlich. Okay, sehr gut. Olli, fang an. Olli, magst du anfangen? Ja, der Frank hat es in der Tat richtig gesagt. Ich wähle den Begriff Idealist. Ich bin, also kurz zum anderen Begriff Realist, natürlich irgendwo immer auf der Suche nach was Positivem und ich idealisiere immer gerne alle möglichen Dinge. Und für mich gibt es grundlegenden Slogan, also geht nicht, gibt's bei mir nicht. Ja, also dann gibt's irgendeine andere Lösung oder einen anderen Weg und deswegen ist Idealist passender. Ja, träume natürlich auch gern, deswegen ist der Realist irgendwo nicht so ganz passend, aber das hat der Frank richtig erkannt. Frank, wieso für dich Realist? Realist, ich sage immer, ich bin ein Realist, der an Wunder glaubt. Und, das ist ganz wichtig, weil ich bin von Beruf oder von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur, also ist der Ingenieur ganz stark drin in dieser Ausbildung, da geht es um Zahlen und so steuere ich schon auch sehr strukturiert. Nichtsdestotrotz, wenn man was erreichen will oder auch Träume hat, und da kommt das Realistische raus, möchte ich sie auch erfolgen oder implementieren. Und dann muss man sich Ziele setzen, die können extrem hoch sein, aber ich muss diese Schritte planen. Wie ein guter Offizier sagt, in die Richtung müssen wir gehen, was sind die Sachen, weil Scheitern ist da keine Option. Und deswegen ist es gerade in der Innovation, und du warst ja sehr stark mit den Startups, Overcommitment leads to bankruptcy. Also es ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir gehen die Schritte wirklich durch, machen das Framework oder wir bauen die Sachen drumherum, um die Sachen zu erreichen. Weil eine Innovation ist es nur dann, wenn es im Markt ankommt. Sonst war es Spielerei. Und das meine ich mit dem Realistischen. Also das Träumen gehört zum Realistischen durchaus dazu, aber realistisch, es muss wirklich passieren. Es am Schluss ankommen. Du musst liefern und nicht nur PowerPoint-Slides zeigen. Sehr gut, kommen wir gleich zum nächsten. Das schließt nämlich an. Corporate oder Startup? Ihr kennt beide Welten, ich bin gespannt. Ich würde sagen Startup für mich. Natürlich habe ich sehr viel im Corporate Environment gelebt und gearbeitet, habe dennoch alles, was ich gemacht habe, alles, was ich angefasst habe, war für mich immer ein Neuanfang, war für mich immer ein Startup. Ich habe das immer so gesehen, als ob das meine Kiste ist. Das muss ich hinkriegen, das mache ich auf meine Art und Weise und habe mich da eigentlich mehr oder minder immer durchgesetzt, auch mit meinen Vorgesetzten. Ich habe gesagt, entweder wir machen es auf meine Art, weil ich bin hier vor Ort, ich leite dieses Hotel, das ist mein Schiff, ich bin der Kapitän und ich bringe das zum Laufen und habe das natürlich den Vorgesetzten auch gezeigt und vorgelebt und die haben dann natürlich auch an mich geglaubt und mir vertraut und haben das gesagt, okay, der lenkt das Schiff, der macht das auf seine Weise, macht es gut und in diesem Sinne habe ich dann ja auch, wie ich eine eigene Firma gegründet und deswegen finde ich Startup passt zu mir im Moment besser. Aber wenn wir da noch mal kurz drauf eingehen, jetzt eben mit dem neuen Venture, ist das Startup-Feeling ein anderes als mit der Corporate-Welt? Auch wenn du dich in beiden mit Startup definierst, aber unterscheidet sich das Gefühl trotzdem? Natürlich unterscheidet sich's. In der Corporate-Welt bist du natürlich nie alleine und das war viel größer, viel monumentaler. Also da gibt es natürlich große Unterschiede. Und dann, wenn du ein eigenes kleines Venture gründest, dann bist du dein eigener Chef, dann ist es, wir sind eine Zwei-Mann-Bude, ja, das ist klein, überschaubar, aber es ist unseres, ja, das ist natürlich schon was komplett anderes, ja, also wie wenn du Angestellter bist, ja. Also ich glaube erstmal, das sind keine Wortpaare, würde ich mal in Frage stellen, weil es geht beides wunderbar zusammen. Ja, also so bezeichnen mich ja auch meine Abteilung, wir sind das Yellow Submarine innerhalb der ESA oder wir sind die Aliens der ESA, ja, das ist vielleicht noch besser ausgesprochen. Da kann durchaus ein Startup-Spirit in einer Corporate haben und das ist auch gut so, ja, weil sonst hört man oft wachsen. Ja, mein Lieblingsjob-Titel, den ich hätte, den habe ich letztes Jahr gefunden, wäre der Chief Devil Officer, also der wirklich alles in Frage stellt, ja, also die Finger in die Wunde hält und wirklich, sagen wir mal, negative Spannung auch aufbaut,
aufbaut, die dann positiv entladen wird. Aber ich bin in einer Corporate und ich glaube, die ESA als multistaatliche Organisation ist so die per excellence einer Corporate. Hat Vorteile, weil du kannst Projekte sehr langfristig machen. Ja? Also als wir Startup unterstützt haben vor 16 Jahren, haben die Leute nicht mal drüber gelacht. Ja? Heute lachen sie nicht mehr drüber. Selbst die israelische Regierung fragt um Rat bei uns und das macht natürlich Spaß. Das tut gut. Nichtsdestotrotz brauchen Sachen länger als wie beim Startup. Und Geduld war jetzt noch nie meine größte Stärke. Also das ist so, wo Welten aufeinanderprallen. Es gibt immer Vor- und Nachteile, wie jede Krise auch was Gutes. Und deswegen sage ich, ja, bin ich im Corporate, aber man muss wirklich, und das muss jeder Corporate, das ist Jim March, war Professor in Stanford, der hat gesagt, du musst diese beiden Sachen balancieren. Exploration und Exploitation. Also Neues machen, forschen, was Verrücktes, diese Exploration, auf den Mount Everest, zum Mond fliegen, und dieses Exploitation, schneller, besser, leichter. Und dieses in Balance zu halten, ist für einen CEO, einen Chairman extrem schwierig. Das brauche ich aber. Sagen wir mal, als Kinder lernen wir jeden Tag dazu. Wenn wir älter sind, nehmen wir das, was wir gelernt haben und setzen es an. Aber selbst als 80-Jähriger muss ich immer noch dazu lernen, weil sonst bin ich irgendwann wirklich alt. Sehr gut. Invest oder Bootstrap? Also ich habe beides gemacht. Bootstrap macht unabhängig. Ja, das ist genau das Gegenteil. Also ich würde Bootstrap nehmen. Olli? Ich nehme das Gegenteil, ich nehme Invest. Ich finde das spannender grundsätzlich, weil wie das Rad sich nie aufhört zu drehen, wird die Welt sich nie aufhören zu drehen und da gibt es so viel Neuigkeiten und Neuerungen und ich glaube, nur wenn man investiert, dann bringt man auch Sachen weiter, ja, und deswegen trifft das für mich besser zu. Ja, und vielleicht ist ein gutes Beispiel, deine Firma hat schon eine gewisse Größe, aber wenn es jetzt sehr groß international ist, brauchst du größere Investitionen, das lässt sich nicht mehr bootstrappen. Also auch da, am Anfang ist es so lange selbstständig zu bleiben. Das ist gut, weil mein Shareholder damals bei meiner Startup war ein schwäbischer Mittelständler. Und ich sage, erst dann lernst du wirklich das Kaufmännische. Das lernst du nicht bei Apple, wenn es nur Corporate ist, sondern wenn du mal selber Leute entlasten musst, wenn du dein eigenes Geld ausgeben musst und verdienen und die Leute am Monatsende bezahlen. Das lernst du, wenn du bootstrappst, viel, viel eher. Und das ist eine extrem gute Vorbereitung für später, weil dann bist du kundenorientiert, du schaust auf die Finanzen. Wenn du zu viel Geld oder wenn man ausreichend Geld hast, dann entsteht auch kein Leidensdruck. Ja, deswegen finde ich dieses Bootstrap so wichtig. Ja, also es ist eine gesunde Lernkurve. Sehr gut. Luft oder Wasser? Olli, das ist natürlich jetzt so ausgesucht, dass du einmal mal erklärst, was ihr da genau macht. War nicht abgesprochen. Ich muss jetzt fast Wasser nehmen, obwohl ich natürlich eher der Luft vom Sternzeichen her. Wassermann ist ein Luftzeichen. Aber ich muss natürlich Wasser nehmen, klar. Soll ich das ein bisschen erzählen? Ja, total gerne. Bin gespannt, weil Wasser spielt ja eine Rolle jetzt in deinem Leben und vor allem warum? Also was hat dich dazu bewogen, dich mit dem Thema? Ja, natürlich waren es Zufälle, aber es waren ganz besondere Zufälle und ich glaube schon ein bisschen an Schicksal. Das musste einfach so sein, dass ich das mache. Also wie gesagt, Frank hat es vorher erwähnt, mein Vater und Franks Eltern, die kommen aus Bad Wörishofen, Kneipp, Wasser, äußerliche Anwendung und so weiter. Das habe ich natürlich über meinen Vater auch vielleicht ein bisschen im Blut. Aber wir haben alle Wasser im Körper. Wir haben 70% Wasser im Körper. Wasser ist Grundnahrungsmittel Nummer 1. Und ich bin, wie gesagt, in meiner Zeit in Österreich, als ich bei Red Bull war, bin ich zufällig auf diesen Quellenbesitzer gestoßen. Wir haben uns über Kontakte kennengelernt und er hat gesagt, er braucht Hilfe in Deutschland und international, ob ich mir das zutraue. Und ich habe dann, wie gesagt, 6 Monate mich mit diesem Thema Wasser auseinandergesetzt. Der Wasserkonsum ist in den letzten 50 Jahren hat er sich verzwanzigfacht. Ja, also das ist immens. Das ist mittlerweile, also auch nur Zahlen von den 70er Jahren, 12,5 Liter pro Kopf in Deutschland. 2000 waren es 100 Liter, 2015 150 Liter Wasserkonsum pro Kopf, Durchschnitt in Deutschland pro Jahr. Ja, das ist ein Riesenthema. Ich meine, wenn wir die Wasser auf der Welt anschauen, die Welt besteht zu 97% aus Salzwasser, nur 3% Süßwasser. Von diesen 3% Süßwasser kann man nur 1% wirklich unbedenklich sofort konsumieren. Die anderen 2% müsste man aufwendig filtern, reinigen und so weiter. Dann ist die Verschmutzung spielt eine große Rolle. Wir haben Mikroplastik, das Leitungswasser, also Grundwasser ist teilweise belastet mit Nitraten, mit Hormonen, mit Antibiotika und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, also ein Tiroler Alpen-Quell-Heil-Mineralwasser, die Merner Quelle, das mache ich, ja, weil das finde ich irgendwie, so banal sich das anhört, aber das finde ich wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend, zumal es die Quelle auch schon seit über 750 Jahren gibt, ja, also damals haben die Leute schon gemerkt, es ist ein ganz besonderes Wasser. Dann wurde eine Kirche darauf errichtet aus dem Quell, im 18. Jahrhundert aus dem Quellaustrittsort wurde eine Kirche errichtet. Man hat damals also schon gespürt, dieses Wasser hat heilende Kräfte, es ist besonders, es ist
es hat eine ganz besondere energetische Struktur. Es tritt artesisch zutage. Das heißt, also es wird nicht rausgepumpt aus dem Boden oder aus dem Berg, sondern es kommt mit Eigendruck raus. Natürlich sagen viele, okay, 50% der Quellen sind artesische Quellen und die anderen 50% werden gepumpt. Aber wie gesagt, es sind nur 50% artesisch. Und artesisch insofern besonders, weil man der Natur auch nichts wegnimmt. Ja, alles, was die Natur uns von selber gibt. Ja, also die Früchte am Baum fallen runter und natürlich dürfen wir sie vom Baum pflücken und ernten, weil wenn sie runterfallen, verrotten sie. Aber die Natur gibt uns das. Ja, und wenn Quelle artesisch ist, dann gibt uns die Natur das. Weil wenn ich was aus dem Boden rauspumpe, dann erzeuge ich so gewissermaßen auch ein kleines Vakuum und dann muss es von woanders nachfließen. Ja? Und von da, wo es nachfließt, wird es vielleicht gebraucht. Ja? Das weiß ich nicht. Also es ist nicht so im Einklang mit der Natur. Und dieses Thema ist so irrsinnig komplex, also da könnte ich noch 2 Stunden referieren drüber. Den Zeitraum haben wir nicht und deswegen mache ich das und deswegen fand ich das spannend. Sehr schön. Luft passt gut zur Raumfahrt. Also wir bauen Raketen, die verbrennen was. Ja? Das ist, man muss so vorstellen, 3% der Rakete ist die Nutzlast, der Rest ist Rakete, die fliegt durch die Luft. Nichtsdestotrotz, Raumfahrt ist auch eine Technologie, die uns das Wetter gibt. Ja, jeden Tag, wenn wir in den Nachrichten den Wetterbericht anschauen, das ist Raumfahrttechnologie. Wir haben eine ganze Flotte von Satelliten, die Kommission hat die bezahlt und wir haben sie gebaut, die nennt sich Copernicus. Und mit dieser Flotte können wir auch Luftverschmutzung testen. Wir können auch schauen, wo entstehen mehr Stickoxide oder wer hält sich nicht an Vereinbarungen. Die Luft ist das, was dazwischen ist, zwischen Weltraum und unserer Erde. Und es gibt ein ganz tolles Bild, das ist mein Lieblingsbild, was ich immer zeige, vielleicht erinnert sich, das ist aus dem Weltraum, aus der ISS geschossen. Man sieht die Rundung der Erde, man sieht den Nil, man sieht Sinai, man sieht die Städte um Israel und Ägypten, man sieht keine Grenzen. Aber was man sieht, ist diese Atmosphäre, das bisschen Luft, diese 100 Kilometer Schimmer, der Leben auf der Erde ausmacht und nicht. Und das ist so einer der prägenden Bilder, das hat ein Astronaut mir zuerst gezeigt und da ist mir eine Gänsehaut rübergekommen, weil das ist genau, was unsere blaue Murmel ausmacht und uns schützt, atmen lässt und sagen wir mal, wir tun unser Wohnzimmer vielleicht nicht ganz gut behandeln. Sehr gut, also guter Satz. Von der Erde zum nächsten Wortpaar, Mond oder Mars? Mars. Warum? Das mit Mondwasser hat Red Bull gemacht, glaube ich mal. Ja, kann nicht sowas sein. Aber das ist ja Mars. Also ISS ist heute. Mond war gestern und kommt vielleicht auch wieder morgen. Aber also ich habe ein T-Shirt, das ich heute anziehe, das ist ein Occupied Mars. Ja, das ist, finde ich gut. Elon Musk hat da einen guten Slogan gemacht. Die Menschheit wird das Solarsystem verlassen. Ja, es heißt aber nicht, um einen Plan B oder C oder sonst was, weil wir Entdecker sind. Ein russischer Wissenschaftler hat mir gesagt, die Wiege der Menschheit ist die Erde, aber keiner bleibt gerne in der Wiege. Aber wenn wir zu anderen Sternen und in anderen Sternsystemen reisen werden in 300 Jahren oder kürzer, das heißt ja nicht, dass wir unseren Plan A kaputt machen müssen, sondern das heißt doch nur, dass wir umso mehr wissen, wie besonders unsere Erde ist, weil draußen der Weltraum brutal und kalt ist. Aber Mars, alles, was wir auf der Erde geschenkt bekommen haben, müssen wir mühsam auf dem Mars technisch herstellen. Nahrung, Wasser, Sauerstoff, Luft. Und deswegen, interessant, das ist die Zukunft, das ist die Neugier, das ist der Forschergeist, aber bitte doch die Heimat bewahren. Also ich habe den Mars, weil ich finde, wie gesagt, der Frank hat es schon richtig gedeutet, Mond war gestern und Mars ist einfach die Zukunft. Ja. Es werden wahnsinnig viele Studien und Wissenschaften, Technologien entwickelt, um, wie gesagt, auf dem Mars auch auskommen zu können, dahin zu fahren, was sehr lange dauert, oder zu fliegen mit einem Raumschiff. Es werden Technologien entwickelt, wie man auf dem Mars gegebenenfalls was anbauen kann, wie man vielleicht das Wasser, was es scheinbar vorkommen soll, wie man das vielleicht harvesten kann. Ja, an diesen Sachen wird drum geforscht, wird drum entwickelt. Und klar sieht man, es ist auch ein bisschen Fiktion immer dabei, was man im Film sieht, der Marsianer mit Matt Damon, der hat übrigens bei mir im Hotel gewohnt in Kempinski in Jordanien und da wurde der Film gedreht, der Marsianer und habe dann Matt Damon kennengelernt und vielleicht war das auch irgendwo natürlich Fiktion, aber auch inspirierend und deswegen. Der sich ja auch sehr nachhaltig engagiert, also Matt Damon ist da ja auch sehr stark unterwegs. Wir sind schon beim letzten. Ich glaube, ich kenne eure beiden Antworten, deswegen bin ich gespannt. Brocken oder Mount Everest? Mount Everest. Erstmal, ist Brocken wirklich ein Berg? I don't know, aber ich glaube, es ging um den Gegensatz. Also kleine Ziele oder große Ziele? Immer große Ziele. Ja. Man kann immer noch mal runterstellen, aber sagen wir mal, eine Vision größer zu machen, das ist extrem schwer. Und das ist, glaube ich, auch, wie wir unsere Jugend, unsere Kinder erziehen wollen. Das ist auch die Rolle der Erwachsenen. Diese kindliche Neugier ist die Betreibfeder der Raumfahrt. Ja? Und das haben wir irgendwie alle verloren. Das haben wir irgendwie, die Schule hat uns das rausgelehrt.
ja, klein zu denken, in Strukturen zu denken. Immer groß denken. Mount Everest, ja, aber nur weil es keinen größeren gerade gibt. Ja, aber vielleicht gibt es auf dem Jupiter größeren. Also man auch da, ich sag mal, Steve Hawkins hat es gesagt, wir sollen ins Weltraum schauen und den Himmel und nicht auf unsere Füße. Oliver, was willst du sagen? Ja, ich sage auch Mount Everest, ganz klar. Zum einen, weil ich die Gegend wahnsinnig spannend finde da, in Nepal und auch Nordindien, wo es schon hohe Berge gibt. Und Mount Everest ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung. Und wie es der Frank auch schon gesagt hat, wir sind nicht mehr beim Mond, sondern jetzt schon beim Mars und vielleicht bald bei irgendwelchen neuen Ufern oder Zielen. Also in dem Sinne immer auch groß denken. Das war's schon. Vielen lieben Dank. Ja. Eine kleine Frage noch, Judith, weil der Frank hat im Hintergrund immer so seine ESA, seine Logos da. Darf ich auch mal ganz kurz hier mein Wasser? Ja. Also das ist die Merner Quelle, das ist unser ganz besonderes Wasser aus Tirol. Wollte ich nur noch. Wie haben wir das denn? Auch eine tolle Sache. Er hat das erste sofort erstmal auf Mehrwegsystem umgestellt. Sehr gut. Aber wo bekommen wir das? Bekommst du deutschlandweit im Bio- und Naturkosthandel. Sehr also gut. Dens und alle anderen Unabhängigen und so weiter. Ich werde sicherlich auch bald probieren. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank. Das war sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns spätestens zum GREENTECH Festival. Ja, die Einladung kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis an alle und schaut bei uns vorbei. Tschüss. Ja, tschüss. Dankeschön.